So, und damit ganz herzlich willkommen zurück. Ja, heute spielen wir wieder mein Ründchen Robocop, ja. Heute der 4. Teil. Mal gucken, da haben wir gestern aufgehört im Krankenhaus. Wir haben schon gesagt, viel los. Der Sound ist immer wieder geil. Ich habe mir übrigens gestern nochmal das Video reingezogen. Also Robocop aus den 80ern. Sehr geil. Murphy Lewis. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Der ist wirklich gut. Selbst für so einen alten Film. So, guten Morgen. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in a coma. Ah, second floor. Take the elevator. Okay, wir sollen den Aufzug benutzen. Hier geht es ganz schön zu. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Bürgerverbrechen lohnt sich nicht. So. My wife. She was with me when they started shooting. I'm sorry. Oh no. No. Oh. Der hat keine guten Nachrichten bekommen. Sir, you're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. But there's so much room in there, and we're all cramped up in this little space. Sir, please calm down. Calm down. Dass die alle so komische Frisuren haben. Sag mal, was ist denn da los? Lady, geht's Ihnen gut? Vermutlich nicht, sonst wäre sie nicht hier. Sir, Verbrechen lohnt sich nicht. So, wo ist eine Koma? Da komme ich nicht. Da ist die Tür zu. Da ist ein VIP-Room. Guck doch mal einer an. Geheime Bewunderer. Kitty, du hast nicht geantwortet. Ich wollte dir unbedingt sagen, dass der Polizist wieder da war. Er hat Pralinen für sie hinterlassen und mich gebeten, niemand zu sagen, dass sie von ihm sind. Das ist so süß. Ich bin gespannt, ob sein knuffigen Annäherungsversuche erwidert werden, sollte die arme Polizistin aus dem Koma erwachen. Der Kerl scheint nett zu sein, abgesehen von dem schrecklichen Haarschnitt. Ja gut, das haben sie da alle irgendwie. So, dann wollen wir mal. Er ist auch überall, oder? Unten, oben, überall macht er sauber. Fleißiges Kerlchen. Komischer Haarschnitt. Hey, Murphy, she's right in here. Ja, dachte ich mir. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? A corpse thief? What is this world coming to? Lewis, you always find a way to help. Ja, ich weiß nicht, ob eine Maschine, halb Mensch, halb Maschine, sagen wir es mal so, an spirituelle Sachen glaubt. Ich glaube, nein. Das Leichenschauhaus aufsuchen. Don't you worry about her. Ja, pass auf sie auf, mein Freund. Dann sprechen wir uns noch. So. Na gut, dann gehen wir mal. Leichenhaus. Bing! Und ab in den Keller.
Ob wir da wieder eine Oh, I've got 40 pow. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All Yeah. right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. übrigens, falls ihr das nicht wusstet, wenn man jemanden schockt mit einem Defibrillator, muss der Puls haben. Hat er keinen Puls, löst auch normalerweise, wenn er den selbst bedient, der Defibrillator auch nicht aus. Das ist nur, wenn er wenn ihr keinen Sinusrhythmus mehr habt am Herzen, dann schockt man den damit, dass der wieder in den Sinusrhythmus zurückkommt. So, Moinsen. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you are preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. But a couple of nights ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships with them. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. They didn't take a single corpse that had documented brain trauma. I've got to say, they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Der Typ ist mir spooky. Ich glaube, ich gehe dann gleich mal wieder. Wozu brauchen Sie Hirne? Alle Personen, deren Leichnamen entwendet wurden, waren vor ihrem Tod gesund und körperlich fit. Offenbar braucht jemand auf dem Schwarzmarkt Gehirne, aber für welchen Zweck? Für Gehirntransplantationen? Niemand hat eine erfolgreiche Gehirntransplantation durchgeführt seit Robocop. Wir gucken mal in der Lobby. Schauen mal, wo der Wachmann ist und dann sprechen wir mal mit dem. Bing! Optional den Wachmann befragen. Das machen wir auf alle Fälle. Warum ist der nicht da? Wo ist der Wachmann? Bist du der Wachmann? Nee, du bist ein Medical. Security, da vorne ist es doch. Wir befragen mal den Wachmann. So, Moinsen. Finally, I've been calling you guys for the past 2 days. Sounds good. What do you know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way you'd understand. I estimate the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say so myself. That was very helpful. Thank you for your Ich cooperation. denke, ich weiß, wer das ist. Mit dem hatten No wir schon problem. zu tun. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of help to the police. Thanks, Sir. So, okay. Kurz nach 10.
Ansonsten gibt es hier nichts mehr. Guck mal. Nein. Krankenhaus verlassen. Guck noch mal ganz kurz wegen Aufträgen. Nein, haben wir nicht. So. Möchtest du das Gebiet verlassen? Ja, das wäre schön. Ich kann hier ja nichts mehr machen. Außer ein Radio einschalten. Oh, wir sind zurück auf dem Revier. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. Oh ja, But between you geht and so. me, what you did was quite impressive. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your Ist mir aber systems are holding egal. up. So, let's see how you did. Und wir waren besser als Ed. Ja, haben wir gemacht. Alle gestohlenen OCP-Truhen gefunden? Nein, haben wir nicht. Aber ich habe auch jetzt nicht wirklich... Ich habe zwar schon ein bisschen rumgeschaut, aber ich bin jetzt nicht in jede Ecke gegangen. Oh, wir haben ein A bekommen. Guck einer an. Ja, Mensch. Eine 1, ja. Für unsere Leistung. Thank you for your cooperation. What's all Auf the der commotion? Spur des Bikers. Platine des Ed 209 nehmen. Warte mal, da hinten liegt noch was. Sehr geehrter Mr. Becker, wir waren sehr geschmeichelt, als wir hörten, dass Robocops Hauptnahrungsquelle unsere köstliche Babynahrung ist. Deshalb möchten wir Ihnen die Gelegenheit zur Zusammenarbeit bieten. Wir würden Robocop gerne zum Gesicht von Babymaiden machen. Wer würde sich nicht wünschen, dass sein Kind zu einem echten Superhelden heranwächst? Im Gegenzug bieten wir eine kostenlose Lieferung vom Babymaid an. Bitte kontaktieren Sie uns, Veronica Guerra. Guerra, Babymaid, Vertrieb und Marketing. Veronica halt. So, wir nehmen die Platine von Ed. Die Störung untersuchen. Wenn es eine Störung war. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Moinsen. Na? Schön am Arbeiten? Ja? Okay. Und weiter geht's. This is not the time. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that. Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. Auf der Spur des Bikers. Gefängnis besuchen. Haben wir denn hier noch irgendwas rumliegen? 8. Ja, das ist das Gefängnis. See you later in the briefing room. Ja, bis später. So, lass mich mal nachschauen. Da sind wir hergekommen. Moment, ich gucke mal ganz kurz. Also Fertigkeiten machen wir jetzt nicht. Und Platine wechseln. Haben wir denn Platinen? Omniboard. Stufe 3.1, 3.3. 3.2, 2.0 ist aktiv. Wir hätten eine 3.3. Wählen. Schauen wir mal. Also, wir bräuchten
Alle brauchen wir nicht. Das sind die Dreier. Wir bräuchten eigentlich die Zweier. Genau. So, und zwar, wir brauchen rechts und unten. Das ist der hier. Dann brauchen wir ein T-Stück. Du hier. Dann brauchen wir hier oben und links. Oben und links. Wir brauchen hier einen Dreier. Und zwar den. Wir brauchen hier Direktverbindung. Wir brauchen ihn da. Einser gibt es auch, das ist gut. Dann packen wir dich hierher. Und dich packen wir hierher. So. So nämlich. Chipfusion. Hinzufügen. Ah, okay, da können wir uns Chips generieren. Ich verstehe. Okay. Gut. Gefängnis. Wir müssen tiefer. Wir müssen runter. Hier nicht. Da. Welcome back, Robo. You have a minute? Oh, First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking rat. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, right? Braucht er Training im Verraten? You helped plenty. Still a long way to go. Jo. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Könntest du mir zeigen, Schießstand trainiert? Yes, Ja, komm. practice makes perfect. Let us not waste any more time. You want to go now? Yeah, great. Let's go. I love the smell of this room. Should we start? First, I want to watch you practice. Can I comment now? No. I can't help myself. But that was awesome. We are not done yet. Right. This has to be some sort of record. It is not. Oh, ich muss nicht mehr nachladen. Ich muss nicht mehr nachladen.
Ist ja geil. Gefällt mich. Jo, Mensch. Ah, schade. I took so many notes. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is War one gut. of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? Die beste I was Waffe ist die, issued die this nicht old gun benutzt and werden muss. serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Schießübung? Was für Schießübung? Warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Ich würde mit Officer Washington eine Schießübung durch... Ja, komm. Mindestens 15 Punkte erzielen. Huh. Is everything okay? Was ist das denn? Your service weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. But I guess that's the way it has to be. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Jo. So, Gefängnis besuchen. Das war da hinten. So, moinsen. Sieht fast aus wie der Typ in der Leichenhalle. Ah, there's my favorite law enforcement officer. Das ist richtig. Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. That is resourceful. Why, thank you. I try very hard to not try at all. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. Ja. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Ja, ist gut. So, dann gehen wir mal hoch zum Besprechungsraum, würde ich sagen. Denn da wollten sie ja noch was von uns. So, Officers. Moment. Bürger, Verbrechen lohnt sich nicht. Warum ist die Zentrale nicht besetzt? Not again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. What is it, officer? Huh? I didn't realize I was talking out loud. It's Ja, hat er. just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. Foto von Briggs drucken.
verfolgen wir. Im Gedenken an Officer Briggs. Aber er zeigt mir hier... Nee, das ist woanders. Das ist unten? Lass mich mal kurz schauen. Ja. Hm. Wir brauchen Bricks. Murphy, das bin ich. Hier ist Bricks. Rechtszugehörigkeit ausschalten. So. Der Sound, das ist so geil. Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so I'm gonna take care of the desk, but could you get his belongings from his locker? Aus seinem Spind holen, ja. Ich glaube, das ist nicht so die beliebteste Arbeit. In eine Schachtel legen. Die Schachtel ist da hinten irgendwo. 17 Metros. Also ich weiß, wie mein Spind ausgeschaut hat, aber nicht so wenig drin. You can put everything in the box. I'll make sure his family gets it. What is in the box? You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Thank you, Murphy. Im Gedenken an Officer Briggs. So, dann wollen wir mal in den Besprechungsraum gehen. Zu unserem Sarge. Möchtest du das Gebiet verlassen? Ja, ich. Thanks to Robocop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Why would he need them? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. They're not hiding. Put on Channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. Schön wäre es jetzt, wenn man sieht, wie Robocop mit seinem Auto reinfährt und aussteigt. All right, everyone back up. I want you all to be at SWAT's disposal.
Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone, move out! Schade, da war der Sound nicht synchron. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ach du Kacke, zweimal Ed, dreimal Ed. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. What is the situation? Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Die Reporterin wieder. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. Cold. Sehr geil. Warte mal, ich gehe glaube ich mal ein bisschen besser. Deckung. Ja. Gleich. Muss mich hier erst noch mal ein bisschen umsehen. Ja komm, wir nehmen mal ein Sturmgewehr. Wobei, das nehmen wir nur als Backup. Die Pistole ist gut. Die Türen für Ed 209 Einheiten öffnen. Die haben ja eh schon so viel gekillt. Punktezahl. Ja, warte mal. Das wird doch wieder ein Chaos. Warte mal, ich muss... Wie soll ich gegen... So far, so good. You should be heading towards the vault. It's through the office area. Please put down your weapon. Dafür bin ich filigraner, also wie die Jungs hier. Now have the pizza.
seconds to comply. Okay, auf geht's. There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. Ja. Wie? Falschgeld in der Bank? Was ist das denn? Oh. Moment, jetzt wartet doch mal. Ich muss doch, ich hab jetzt... Mann. Jetzt lasst mir doch auch noch welche übrig. Ja, SWAT Team hat gewonnen. Toll, die waren ja schon mit 50 voraus. Robocop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Okay. Aber bevor ich das mache, gucke ich mich erst noch mal ein bisschen um. Da ist sie wieder. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that? It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. You can go, but if you continue to disobey the law, you will be detained. Maybe I should have treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Okay. Wir lassen sie laufen. Schnüffeln gehört nun mal zum Job eines Reporters dazu. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. Bürgerverbrechen lohnt sich nicht. We're opening this vault with or without your help, you old nut job. What is this intricate device? Shut your fucking mouth!
Robocop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. I only played dead so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. Robocop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. Dann sollten wir vielleicht rausgehen. Of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you from a safe distance. Ja. Officer Washington, I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Oh, no. Okay, tell me what you see. Eine Bombe. Four connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. Na komm. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Ja. Grünen Draht durchtrennen. Wieso? War doch die niedrigste. Ich guck nochmal. Moment. Robocop! I only... Muss ich das jetzt nochmal? Nee, kann ich überspringen. Found it. Okay. Also scannen müssen wir leider nochmal. 4 cables, green, 2 reds and blue. 4 cables? Got it. So, jetzt wenn ihr mal schaut, die 6 Volt, die niedrigen, der geht hier runter, geht dann hier rüber, geht dann hier hoch. Den habe ich durchtrennt. Das ist der niedrigste. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram... There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but I'm colorblind. I will have to improvise. Just remember, detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Also zuerst die höchste, dann die niedrigste. Haben wir eigentlich gemacht. Also nochmal, wir durchtrennen den grünen. So. 6 Volt
den roten. Das ist der niedrigste. Wir checken nochmal ganz kurz. Ja. Ah, Mann. Ich verstehe es halt einfach nicht. Stimmt da irgendwas mit der Übersetzung nicht? Ja. So. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Ja, das werden wir jetzt ein paar Mal machen müssen, weil die Anweisung stimmt halt einfach nicht. Cables lead to the fuse. Probier jetzt mal den anderen roten. Affirmative. Okay. So they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start. There are. I will have. Just remember. Also, wir fangen mit grün an. Dann nehmen wir jetzt mal den unteren roten. Also rot ist es nicht. Wie schon gesagt, das müssen wir jetzt ausprobieren. Ich weiß, es ist langweilig, aber wenn halt die Anleitung nicht stimmt, was soll ich machen? Ja, bla 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 bla. So. Das Scannen muss ich halt immer machen. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Also es sind nicht die beiden roten. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Grün ist es auf jeden Fall. 4 cables. Das heißt, wir haben jetzt grün, blau. 4 cables? Got it. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay. So they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. Geht dann Schritt für Schritt runter zu der niedrigsten Spannung. Also grün ist die höchste, dann wissen wir, kommt blau. So, und jetzt haben wir natürlich eine 50-50 Chance. Wobei, pass auf, 12, wir sollen ja dann runtergehen und dann Bombe entschärft, okay. Und gehe dann zu der niedrigsten runter. Okay. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Like now. Well, I should really check upstairs. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Great. Now out of my way. Ein Goldbahn. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Arnold, back with the money in the next. We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him.
See what I'm talking about? Oh, wir dürfen. Da haben sie aber schön, also da ist aber der Bohrer ist da. Hä? Okay. Es gibt Sachen, die muss ich nicht verstehen. Warum ist der Bohrkopf auf der Seite? Haben sie da von der anderen Seite durchgebohrt? Man weiß es nicht genau. So. Oh, was war das? Ich kann ganz schnell wohin springen. Ist ja auch nice. Der Nicer Dicer. Ich glaube, der hat gerade was geworfen. Nicht sicher, aber ich glaube ja. Oh, oh. Da liegen zu viel Sprengstoffsachen rum. Und Schneiberino. Der Seite vielleicht auch? Nö. Also, dass man hier nicht mehr nachladen muss, finde ich schon mal geil. Nee, du bist nicht am Hit, du bist hin. Das ist ein Unterschied. Hin oder Hit ist ein Unterschied. So, was haben wir denn sonst noch hier so? Also mal kurz gucken, sind da oben noch böse Jungs? Was? Ja, da ist keiner mehr zum Speaken. Geh gleich mal da hoch. Mal kurz Hallo sagen. Hallo. You're out of the bank already? I'm in pursuit of the remaining bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into an old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry. Ja, ich hab Curry. Und manchmal habe ich auch Curry. So, das kann ich nicht. Gesundheitslevel, pass auf, den machen wir mal ganz kurz. Wir machen jetzt unseren Gesundheitslevel. Gesundheitslevel auf 2 war das? Aktivieren. Also. Okay. Dann müssten wir uns hier eigentlich aufladen können, richtig? Korrekt. So nämlich. Nein, ich will jetzt nicht mit einer... Hör auf. Ich muss halt immer wieder ein bisschen suchen, weil es halt einfach gestohlene Brieftasche, weil es halt einfach Punkte gibt. Erfahrungspunkte und die brauchen wir, dass wir leveln können. So. Nee, den Hammer will ich nicht. Geh weg. Der liegt ganz ungesund, liegt er da. Hier noch was? Irgendwas? Ja. Siehst du?
Drum müssen wir da immer ein bisschen suchen. Aber wir machen das schon. Das gefällt mir gerade nicht. Den kriege ich da hinten schon noch. So nämlich. So, jetzt haben wir nur noch einen. Warte mal. Robocop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicle. It's your best bet to proceed there. Roger that. Da ist schon wieder so viel Zeugs. Also, wo wir hin können. Wir können dahinter, wir müssen davor, wir können hier rüber. Ich fange mal mit links an. Ein bisschen suchen müssen wir, sonst kriegen... Noch mehr? Echt jetzt? Noch mehr. Ich könnte einen Granatwerfer gebrauchen. Ich stehe auch andauernd, aber die fallen nicht runter. So. Was haben wir hier? Gestohlene Brieftasche. Sehr schön. Bürgerverbrechen lohnt sich nicht. Hier noch irgendwas? Hier nicht mehr. Ich habe auch noch keine OCP-Kiste gefunden bis jetzt. Da kommen wir eh nicht drüber. Wir müssen auf jeden Fall dahinter. So, jetzt suchen wir erstmal hier alles. Vielleicht finden wir noch Akten. Oder solche Sachen, wo man sich heilen kann. Hier hinten vielleicht noch irgendwo was. Nope. Ich meine, die Jungs haben sich hier auch richtig Mühe gegeben mit dem Leveldesign, ja. Muss man ja auch ein bisschen huldigen. So. Ansonsten, glaube ich, war da drin nichts mehr. Und hoch, glaube ich, kommen wir nicht.
Also hier ist nichts mehr. Hier noch was vielleicht? Nein. Wie schon gesagt, wir suchen einfach mal ein bisschen rum für unsere XP. Oh oh. Alter. Du schmeißt nicht nochmal was nach mir. Ah, ich kann jetzt 4 nehmen. Das ist ja auch geil. Die lasse ich natürlich hier nicht liegen. Kann ich nicht. Sehr geil. Schau mal. Wo kommst du denn jetzt her? Gefälschte ID, Falschgeld. Junge, hier tobt aber das Verbrechen. Und so viele Waffen. Waffen suchen neuen Besitzer. So, was haben wir hier noch? Ich gucke erst noch mal ein bisschen rum, bevor ich da hingehe und das Zeug nehme. Ein Sturmgewehr. Ich finde es geil, dass ich nicht mehr nachladen muss. Das ist echt lässig. Bank heißt. I am listening, Creep. Robocop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. I don't think so. I'm a vulture. I need my space. I'll see you around, cop. So. Spike. Mach keinen Ärger mit dem Geld. Before the attack, we all thought our money would be safe at the OCP bank. Yeah, glad we got Murphy on our team. Spikes Spur. Beim Sergeant melden. Bürgerverbrechen lohnt sich nicht. So. Sarge? I have pertinent information regarding the case.
We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation. Oh nein! Once it's over, join us Nicht in schon the wieder briefing. diese Psychokacke. Zur Arrestzelle gehen. Oh, haben wir hier irgendwas? Nö. Ja, bitte. Bürger, Rauchen im Büro ist verboten. Wieder jemand duschen, da liegt eine Seife. Warum liegt da eine Seife auf dem Boden? What's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Mit Officer Neil reden, das ist sie. Robocop, is that you? Ja. I can't see anything. I am standing in front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Den Hochspannungskasten untersuchen. Should take you to the fuse box. Geht nach unten. Und dann geht's hier weiter. Und dann geht's hier rum. Und dahinter. Zur Parkgarage. Und dann geht's hier runter. Sie scheinen falsch angerichtet zu sein. Ich habe es jetzt nicht gesehen, verdammt. Dann habe ich die Möglichkeit, mir nochmal die Info anzuschauen. Warte mal. Archiv. Fax vom Babymaid? Nein. Nein, das sind alles nur die Zettel, die wir gefunden haben und gelesen haben. Tutorial. Ja, nee, ja, nee, ja, nee. Nö, haben wir nicht. Pass auf. Dann breche ich den Auftrag hier nochmal ab. Gehe auf die andere Licht aus. Okay. Spike verfolgen. So. Wir gehen mal hier weg. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber sowas müssen sie ja auch einem sagen. Ja, wie mache ich das blödsinnigerweise? Ich kann mir das ja nicht nochmal anschauen. Fertigkeiten.
Da kann ich jetzt rumspielen bis zum Gehen nicht mehr. Das ist natürlich jetzt blöd. Jetzt warte mal. Ich hab eine Idee. Bin gleich wieder zurück. So, jetzt schauen wir mal, ob es so funktioniert. Das muss mir doch einer sagen. Also die ersten beiden müssen ein sein. Dann haben wir aus, dann haben wir ein, aus, ein. Ne, aus. Nochmal. Ein, aus, aus, ein, aus. Ja. Also so ist der Ursprungszustand. Ich glaube, da geht es darum, dass wir die richtige Reihenfolge rausfinden, oder? Hm. Okay, hab's verstanden. So, jetzt können wir zu den Arrestszenen gehen. Ich dachte, das wäre komplizierter, dass wir die Einblendung uns länger anschauen müssen, uns merken und dann die Schalter so stellen. So ist es aber nicht. Okay, also zu den Arrestszenen. Da sind wir jetzt unterwegs. Vielleicht geht dieses Mal nicht das Licht aus. Duschen wollten wir nicht. Immer noch Arrestszenen. So. Oh, that's Detroit, shining beacon of hope. Ist richtig. Ja, gerne. Ihr müsst nicht im Dunkeln arbeiten. So. Wollen wir jetzt zur Tante? Ja, mehr oder weniger. All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Sekundär? Wieso habe ich kein Sekundär? Mach doch immer Sekundär. Geheimnis der OCP Bank Nummer 1 gefunden. Keine Ahnung, Herausforderung gegen SWAT-Team. Nee, habe ich nicht. Bank Einbrecherin festgenommen. Nee, habe ich nicht.
Das war die Reporterin. Oh, ja, Beweisstücke habe ich. Das ist ein B. B kann ich leben. Ist zwar bloß mittleres B, aber ja. A wäre natürlich besser. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. Ja, das ist I hope richtig. that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? I serve the public trust. I do not do it for fame. No. Your sense of duty is what drives you. That's clear. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? Ich weiß nicht, ob du einen geliebten Menschen bei dir als Maschine wieder haben möchtest. Ich glaube eher nein. They would not want to see me like this. Perhaps not. But the alternative isn't much better. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family? I see. Memories can be painful. Especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before. He was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. Reden wir jetzt über As sie you can oder über imagine, mich? my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? Als Echos der Vergangenheit. As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you. I will fight for you in every way I know how. If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Ja, also. I've got plenty to think about for now. So, jetzt lass uns noch mal kurz die Fertigkeiten. Kampfpanzerung. Wir bräuchten ein bisschen mehr Panzerung, glaube ich. 5% Schadensminderung. Schildverringer für Kurzzeit den erlittenen Schaden um 80%. Da müssen wir auf jeden Fall mal investieren. Wir müssen die Panzerung verstärken von uns. So, zum Besprechungsraum gehen. Mal schauen, was die wieder für uns haben. Mal gucken. Ich gehe zum Besprechungsraum. Bürgerverbrechen lohnt sich nicht. Ich gehe zum Besprechungsraum. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my God, what a lemon. Still got a half a dozen door-to-doors to do. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. He's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy?
Du wirst doch nicht etwa weich, Murphy. That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs tobacco with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Ja, dann macht es weiter. Würde ich mal sagen. So, und rein in die gute Alright. Stube. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. So what did we learn from it? When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. The old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Okay. Wir versuchen's. Wir versuchen, dass wir Spike finden. So, Revier verlassen. Wir gehen zum... Over here. Ja. You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? Was will er denn? Der Bürgermeister. May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume. The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor. I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh? That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city, and without your consent? That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question is, what are we gonna do about it together? I would like to hear his arguments. Just be careful. He's a snake oil salesman that will say whatever it takes to gain your support. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave you with one word of advice. Whatever you do, make it clear that you are not siding with Mills. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Kuzak. Deine Taten haben politische Konsequenzen, okay. So, wir müssen nach unten zum Autorevier verlassen. I tell him all about how the OCP is fucking us over. Da steht er schon wieder, ja. Ja, was hat er denn jetzt wieder für uns? How are you feeling after the incident at the bank? Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Tenement across the street from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a meeting. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Inlandsterrorismus, klar, machen wir. Und los geht's. Jupp, möchte ich. Und da sind wir wieder unterwegs.
Ah, das sieht nicht gut aus. Oh, Entschuldigung. Oh. We are still open. Das sieht nicht open aus. Mit dem alten Mann treffen. Ja, aber ich wollte doch eigentlich... Wir wollten doch zuerst den anderen, oder? Inlandsterrorismus so verfolgen. Da wollten wir hin. Spike im Heuhaufen. Max Becker behauptet, Terrorismus. Habe ich doch gerade. Weiß nicht, warum er die andauernd wechselt. Bürgerverbrechen dort. Ach, der ist rotzedicht. Ah, da sind wir wieder. Wie, gar nicht am Rad schrauben? Was ist denn da los? Nee, jetzt nicht. Kann ich nochmal Mandat ausstellen? Gibt ja auch Punkte. Oh, was haben wir denn hier? Eine gestohlene Brieftasche. Bürgerverbrechen lohnt sich nicht. Arcade Club. Da müssen wir gegenüber vom Arcade Club, haben sie gesagt. Hat er gesagt. Warte mal. Wir haben doch unten in dem... Komme ich da jetzt nicht mehr rein? Weil da war doch der Tresor, den wir nicht öffnen konnten, oder? We should vote Kuzak. The Mills guy is just another suit. He knows nothing about ordinary people. Hm. Bürgerverbrechen lohnt sich nicht. Apartment 12 hat er gesagt. Wohnung 12. Aber eine gestohlene Uhr. Wer hätte es gedacht? Können wir da auch... Lieber Katzenhelfer. Hör auf, die Katzen im Keller zu füttern. Sie scheißen überall hin. Das war eine wichtige Information, Freunde. Das war sogar eine sehr wichtige Information. So. Daddy, what was that? Go back to your room, sweetheart. It's just someone on the staircase. Das ist richtig. Es ist jemand auf der Treppe. Das bin ich. So, hier liegt wieder Nuke rum. Sowas können wir natürlich nicht tolerieren. Das wird eingesammelt und entsorgt. So, und weiter geht's nach oben. Apartment 12 müsste dann das nächste Stockwerk sein. Ich gucke bloß noch mal ganz kurz, bevor wir da reingehen. Falschgeld. Ja, das liegt bestimmt im Haus auf dem Flur rum. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das keiner nimmt. So, wir öffnen mal. Falle entdeckt. Entschärfung abgeschlossen. Also hier scheint nichts zu sein. Ja, wir suchen gleich. Diese Woche. Lagerungsrechnung. Katzenfutter abholen, die Abrechnung des Fischhändlers annehmen. So, was haben wir hier? Platine nehmen. Eine neue Platine bekommen.
Alter Pizzakarton irrelevant für den Fall. Ich finde das immer so geil. Pappkarton mit Dokumenten irrelevant für den Fall. Okay. Elektronische Komponenten, nichts Verdächtiges. Sonst haben wir hier nichts mehr, oder? Nicht, dass ich was gesehen hätte. So. Aha. Okay. Ja, ich habe schon gesehen. Ich möchte bloß vorher mal kurz gucken. Unmarkierung Geheimgang entdeckt. Na dann, wollen wir mal. Mietrechnung. Lagereinheit, also irgendwo ein Lager. Lager Nummer 17. Detroit, Michigan. Adresse Lindwood Street 4553. Mietdauer 3 Monate. $210 inklusive Steuern. Gleich. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all about, you show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Show me your evidence, and I will make the culprits regret their deeds. So far, you're just making my road to the goal harder. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. Explain. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription Bakery on the corner. The rest you can leave to OCP to pick up. I needed to spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Schwierig. Zur Lagerhalle gehen. Das ist also ihr Safe House. Na gut. Dann gehen wir mal zur Lagerhalle. Aber ganz schön abgeranzt die Bude, oder? Würdet ihr hier wohnen wollen? Ich nicht. Zur Lagerhalle gehen. Irgendwo da hinten 113 Meter. Bürgerverbrechen lohnt sich nicht. Ich sag's bloß öfter, dann prägt sich das besser ein. Genau was hier vielleicht so.
82 Metros. Da sind wir eigentlich hergekommen. Dann ist hier vielleicht noch irgendwo ein Portemonnaie, eine Handtasche. Irgendwas, was uns ein bisschen XP bringt. Nix. Jede Menge nix. Parkt vielleicht wieder irgendjemand vom Hydranten oder so. Ich gucke das nochmal. Also hier in der Straße nicht. Oh, when Delta City's built, I hear everyone will have their own apartment. Yeah, everyone who can afford it. Hm. Das war übrigens vorher noch nicht offen. Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Das sollten wir vielleicht besser gehen. Hier waren wir schon. Hier haben wir schon aufgeräumt. Ist nix. Kann ich denn nicht mal irgendwo ein Handtäschchen oder was finden? Halt die Backen da vorne. Lagerhalle betreten. Schauen wir mal. Man, it's Robocop. So what? We're just sitting here enjoying the moment, nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Mhm. Ich hoffe, das seid ihr auch. Ich gucke erst noch mal ein bisschen rum. Oh. Belastende Dokumente. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. Bürgerverbrechen lohnt sich nicht. Der war doch gerade. Falschgeld. Ja, ich suche erst noch mal ein bisschen weiter, bevor ich dann dahin gehe. Gemälde bereits anderswo gesichtet. Ja, aber wo anderswo? Nein. Da kommen wir doch nie mehr wieder rum. Trouble with the lock. Seems that I forgot the key. Natürlich. But, you will tell your story at the station. are you sure you have enough seats in your car to take us all? If you do not come quietly, I will not need any. Sondern Bodybags. Warte mal, ich gehe mal kurz erstmal in Deckung. Bevor wir hier weiterballern. Alter, schmeißen die schon wieder mit Granaten?
Tja, da guckt er blöd aus der Wäsche. Au. Ich glaube, den hat's weggeblättet. Lass die Granate da, wo sie ist. Ich wollte den Stress nicht, ja? Und Sitzplätze brauchen wir nicht, nur noch Liegeplätze. Lagerplatz untersuchen. Ja, den untersuchen wir gleich. Ich möchte jetzt erst noch mal ein bisschen rumschauen. Vielleicht gibt es ja auch noch Bad Boys irgendwo. Könnte ja auch sein. Hier war das Rad. So, da hinten ging der Stress los. Wir gucken erst einmal rum. Ah. Gestohlene Handtasche. Nö, 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 nö. So geht das nicht. Belastende Bilder. Ja, ich war jung und ich brauchte das Geld. Ja, Mensch, du, dann, oh. Welche ID-Karte? Sonst hier noch was? Hier können wir nicht. Da können wir nicht. Bolzenschneider? Na gut, dann gehen wir mal. Dann gehen wir mal zu der Box. Dokumente mit Bezug auf OCP. Belastende Dokumente. So, das persönliches Eigentum nehmen. Dokumente mit Bezug auf OCP. Inlandsterrorismus. Zurück zur Straße. Jetzt dürfen wir aber. So, da können wir aber nicht. Die habe ich ja schon benutzt, die Kiste. Na gut, dann gehen wir mal raus. Ich freue mich ja. Auf die Straße zurückkehren. Das mache ich doch glatt. Wer seid ihr beiden? Ihr seid wohl Zwillinge, was? Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. Das alles soll an Mr. Becker gehen, denke ich. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. Ihr seid Zwillinge, richtig? Bürger, Verbrechen lohnt sich nicht. So. Dem habe ich es aber jetzt gegeben. Samantha anrufen. Ja, dann rufen wir mal.
I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside? If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things that actually matter to me. When you become too tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Kiste bei Ronny abliefern. Ronny ist da vorne. Ach, jetzt ist doch... Du bist doch auch eine Feine. Oder? Ja. Ja. Da ist Ronnys. What do you mean, $1? Das war der mit den... $23.50. I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all on the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. Mhm. Optionalkasten überprüfen. Mrs. K. Ortiz. Man dürfte ihnen vor, Beweise zu fälschen, weil man sie in Misskredit bringen will. Aber ich glaube das nicht. Niemand von uns tut das. Wir wissen, dass die Medien und OCP unter einer Decke stecken. Ihre Taten werden auch anderen helfen, es zu verstehen. Also lassen Sie sich nicht zum Schweigen bringen. Jemand muss in unserem Namen die Stimme erheben. Jemand muss sich gegen sie wehren. Optional Kasten überprüfen. Mal. Aufträge. Wir müssen, bevor wir den Hauptauftrag machen, müssen wir die Nebenmission machen. Dann springen wir wieder raus. Mit dem alten Mann treffen. Stopp. Wir brauchen 6 Verstöße. 6 Verstöße. Das wird wieder eine Sucherei. Spike im Heuhaufen. War hier irgendein Verstoß? Nichts, das ich sehen kann. I hope Mills will win. I'm sick of Kuzak. Die wollen alle Mills wählen. Ja, aber da will ich ja noch nicht hin. Verstöße. Rauchen an der Tanke? Ist das ein Verstoß? Kann ich hier Mandat? Nö, kann ich nicht. Was hat er jetzt wieder? I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Over and out. Right. So much for my field training. Erste Feldausbildung.
Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. Ask yourself, do I have the will to clean the streets of Detroit of unrighteous individuals? Yeah. As a matter of fact, I do. Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Set the radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. Unshaking voice. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. Oh, I am Officer die Nacht war Murphy. kurz. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Madam, you do not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. War mir fast He's klar. missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. I've also heard some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Na dann. Look down there. The cat has that name. Wir suchen eine Katze. He really brings fortune. So don't you come back without him. Turn your flashlight on. Right. Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? Tierspuren, keine from Übereinstimmung. experience. Keine Übereinstimmung. Keine Übereinstimmung. Junge, du müsstest mich auch mal wieder rauslassen hier. Clear. Ja, würde ich auch sagen. Clear. Keine Übereinstimmung. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Ja, kann er ja Go machen. ahead. Wow. I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. What was that? Keine Übereinstimmung. Keine Übereinstimmung. Ah, man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in strawberry jam. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised.
fugitive has left a trail. This time pace yourself. Do not get out of breath Tierspuren during a übereinstimmend. pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh! I heard something. I think it's coming from the piano. Mhm. Da würden zumindest auch die Tierspuren hingehen. That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Go ahead. There it is! It's escaping! Darn it! It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. Ist ja auch interessant. Da sehen wir die Spuren, hier sehen wir sie nicht, wo sie reingelaufen ist. Von der anderen Seite blockiert, das sollte uns It's nicht locked, aufhalten. but I can try to squeeze through that gap. Ich kümmere mich um die Tür. Ich kann nur immer hinter ihnen in die Räume ran, weil sonst sperrt er mich wieder ein. What was that? Ja, schau nach. I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? Übereinstimmung. There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, see you soon. Ansonsten war hier nichts mehr. Wir gucken einfach mal rum hier im Keller. Vielleicht findet man noch was Schönes, eine alte Bohrmaschine oder sowas. Man weiß es nicht genau. Oh. Schüsse in unmittelbarer Nähe. Warte mal. Hier ist nichts. Die Schießerei aufklären. Ja, besser ist es. Schusswunde, Schädeldecke. Starker Blutverlust. Scan erfolgreich. It's Washington. Do you read me? Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering our location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time and find the most advantageous location. Got it. Officer Washington? Sir. Keep cool. I am coming up to have your back. Glad to hear that, sir. Let's get him! Also.
kommst du denn jetzt her? Was, dass ich hast was? Mhm. Jupp. Bist du. Aber sonst ist hier auch... Nein, das Spiel ist gecrashed. Ach, schade. Aber es ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Wir haben wieder 2 Stunden voll. An der Stelle machen wir einfach 6 Mal weiter. Wir kämpfen uns durch den Keller. So, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wie schon gesagt, mir gefällt dieses Spiel wirklich, wirklich gut. Macht Spaß, so ein bisschen rumzusuchen und so. Also macht schon Laune. So, das war's von mir erstmal mit Robocop, ein neuer Sheriff ist in der Stadt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, lasst es euch gut gehen, danke fürs Einschalten und bis bald, wenn ihr wollt. Ciao und Servus.